Gewichtszunahme, keine Lust auf Sex, Angst vor dem Absetzen, Augenprobleme und noch mehr Angst und Depression. Das sind nur eine der möglichen Nebenwirkungen von Antidepressiva. Mit Milnacipran könnte sich das Ganze jetzt ändern. Doch warum schweigen Psychiater? Finden wir es heraus. Eines der größten Ängste von Menschen, die Antidepressiva nehmen, ist, komme ich von denen irgendwann mal wieder weg? Und das gar nicht zu Unrecht. Denn die allermeisten, die versuchen, von den Antidepressiva wegzukommen, kriegen Absetzsymptome. Und die sind wirklich nicht schön. Und das Schlimme dabei ist, die Absetzsymptome sind sehr leicht zu verwechseln mit einem Rückfall von Angst, Depression oder Zwangsgedanken. Woran liegt das? Denn wenn wir das absetzen, kriegen wir meistens solche Gefühle von Angst, Nervosität, Antriebslosigkeit. Und dann geht man her und sagt, oh mein Gott, ich glaube, ich habe einen Rückfall. Und die Ärzte, die können das gar nicht unterscheiden. Ist es ein Rückfall oder hat der Absetzsymptome? Und das macht es jetzt so perfide, denn jetzt passiert nämlich Folgendes. Man geht zum Arzt und erzählt davon. Der Arzt kann das ja nicht einfach so leicht unterscheiden, weil die Symptome sehr ähnlich sind. Und dann sagt man einfach, ja, dann schleich's halt einfach wieder ein. Könnte es also sein, dass man Kunde bei der Pharmaindustrie bleiben soll? Nun, beweisen können wir es nicht, aber der Verdacht liegt nahe. Eins ist auf jeden Fall sicher. Psychische Leiden können zu den schlimmsten Problemen, die ein Mensch haben kann. Ich selber kann ein Lied davon singen. Wenn man Ängste hat, die so stark sind, die in Panikattacken münden, den ganzen Tag aufdringliche Gedanken, man das Gefühl hat, durchzudrehen und im schlimmsten Fall auch noch Depressionen, ist das die Hölle auf Erden. Sollte man irgendwann mal früher oder später ein Medikament gefunden haben, das bei einem wirkt, so hat man eine sehr, sehr niedrige Toleranz, um zu sagen, das mache ich nochmal durch. Ich weiß doch, wie schlimm das war, sagen oft Betroffene. Das war die Hölle auf Erden. Ich werde das niemals in meinem Leben vergessen, wie schlimm das war. Und jetzt beim Absetzen das Gleiche nochmal durchzumachen, niemals. Wenn es sein muss, nehme ich alles ein. Hauptsache, das passiert mir nicht noch einmal. Aber wie wirken überhaupt diese Medikamente? Nun, das ist folgendermaßen. Die Wissenschaft geht davon aus, dass wir dort oben bestimmte Bodenstoffe haben, die aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und wenn die aus dem Gleichgewicht geraten sind, dann kommt es zu diesen Symptomen. Dann haben wir starke Angstgefühle, Antriebslosigkeit, Schwermut, Zwangsgedanken und wir leiden, auf gut Deutsch gesagt, wie die Sau. Und jetzt gibt es diese Medikamente, die scheinbar dieses Ungleichgewicht in deinen Kopf wieder regulieren sollte. Und da gibt es verschiedene Arten von Antidepressiva. Die berühmtesten und die auch die am gängigsten verschriebensten sind die sogenannten SSRI. Eines der wohl bekanntesten dieser Reihe ist das Sertralin. Das verlinke ich dir einmal hier oben auf den i. Aber auch ganz andere, viele andere Medikamente wie Escitalopram, Citalopram, Paroxetin, Fluoxetin etc. gehen nach dieser Art in deinem Gehirn, in deinen Synapsen einzuwirken ein. Nämlich, sie sorgen dafür, dass mehr Serotonin in deinen Kopf innen drinnen, in den Synapsen innen drinnen bleibt, damit diese Symptome verschwinden können. Und manchmal, was heißt manchmal, in sehr, sehr vielen Fällen wirken diese Medikamente nicht und Psychiater sagen dann probieren wir eben ein SNRI aus als Beispiel. Und das sind dann Medikamente, die dann im synaptischen Spalt Serotonin und Noradrenalin wieder, also vereinfacht ausgedrückt für Laien, dafür sorgen, dass mehr von diesen Bodenstoffen oben bei dir in den Synapsen vorhanden bleibt, auch wieder auffüllen. Und das hat dann zur Folge, dass man sagen kann, nun gut, bei ihm scheint es so, dass weniger Noradrenalin vorhanden ist, bei dem ist scheinbar weniger Serotonin vorhanden und da tun dann Ärzte tatsächlich, und so kann man das auch an dieser Stelle ganz deutlich sagen, ein bisschen herumexperimentieren. So nach dem Motto, welches Medikament passt zu welcher Person. Und jetzt, wenn die SSRI nicht wirken, kommt der Psychiater und verschreibt dir in allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein sogenanntes SNRI. Und das kann dann unter Umständen sein ein Duloxetin oder ein Venlafaxin. Venlafaxin, wenn dich interessiert, wie das wird, verlinke ich dir auch mal hier oben kurz auf den i. Und jetzt wird es echt spannend.
Duloxetin hat man herausgefunden, und das blende ich hier einmal ein, wirkt auf deinen Noradrenalinrezeptor tatsächlich nur 10%. Das heißt, man kriegt jetzt ein anderes Medikament als die typischen SSRI und bekommt auf den Noradrenalinrezeptor tatsächlich nur 10% ab. Bei Venlafaxin sind es sogar nur 3%. Das bedeutet, eigentlich nimmt man immer noch wie vorher ein SSRI. Jetzt kommen wir zu Milnacipran. Das ist jetzt ganz was Neues, ganz anders, wirklich. Das ist nämlich das erste Antidepressivum, das auf beide Rezeptoren ungefähr 50-50 geht. Das heißt, wir haben eine volle Einwirkung auf Noradrenalin und eine volle Einwirkung auf Serotonin, circa gleich. Und auf Serotonin erreicht man eine 100%ige Blockierung der Wiederaufnahme und bei Noradrenalin 62%. Das sind also ganz andere Ergebnisse, wie zum Beispiel bei Duloxetin oder Venlafaxin. Jetzt kommt das Gute daran. Die Nebenwirkungen scheinen bei diesem Medikament erstens viel weniger zu sein und vor allen Dingen nicht so stark ausgeprägt. Denn eine Meta-Analyse aus dem Jahre 2008 hat ergeben, dass sehr viel weniger Probanden das Medikament vor allen Dingen in der Anfangszeit, wo man es einnimmt, abgebrochen haben. Eine Besonderheit bei Milnacipran ist die Wechselwirkungen. Warum? Milnacipran wird kaum über die Leber abgebaut und zum größten Teil über die Nieren. Und dann wird es über den Harn ausgeschieden. Das bedeutet, man könnte andere Medikamente, die man auch einnehmen muss, die lebertoxisch sind, gemeinsam mit Milnacipran nehmen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich dir eine Empfehlung hergebe und sage, du kannst jetzt viel Alkohol trinken, weil Alkohol die Leber belastet, um Gottes Willen. Aber ich sage es nur so am Rande. Es ist da tatsächlich nicht so gefährlich wie bei anderen Medikamenten. Und ohnehin möchte ich ganz kurz erwähnen, dass ich kein Geld dafür bekomme, wenn ich irgendwie Videos über verschiedene Antidepressiva drehe. Also halten wir einmal fest. Dieses Medikament ist besonders für Menschen geeignet, die vielleicht Leberprobleme haben, eine Fettleber haben oder auch andere Medikamente nehmen, da es nicht so lebertoxisch ist. Es hilft bei der generalisierten Angststörung, so ist es zumindest indiziert, bei Depressionen, aber auch bei chronischen Schmerzen, vor allen Dingen bei Menschen, die Fibromyalgie haben, aufgrund psychischer Probleme oder auch nicht. Und dennoch verschreiben die Ärzte, die Psychiater so gut wie nie dieses Medikament. Ich habe mich mal gefragt, woran liegt das denn? Nun, beweisen kann ich es nicht 100%, aber eines ist extrem merkwürdig und das ist mir aufgefallen. Es gibt tatsächlich nur 4 Hersteller in Deutschland, die dieses Medikament produzieren. Dabei gibt es aber gleichzeitig von einem SSRI, das sehr, sehr weit verbreitet ist, nämlich zum Beispiel das Escitalopram, über 30 verschiedene Hersteller, die das produzieren. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Ich weiß es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr merkwürdig, wenn der eine Hersteller 30 produziert, also 30 verschiedene Hersteller Escitalopram produzieren und nur 4 Hersteller das andere Medikament. Könnte es vielleicht sein, dass da irgendwelche Verträge ablaufen oder der Psychiater eine besondere Provision etc. bekommt? Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall, was möchte ich dir damit sagen? Ich möchte dich, wenn du möchtest, darum bitten, deinen Psychiater auf dieses Medikament anzusprechen, wenn du meinst, dass du zu viele Nebenwirkungen hast von SSRI. Aber hey, ich wiederhole nochmal, ich gebe keine Empfehlung aus für Medikamente etc. Denn letztendlich bin ich der Meinung, man sollte es immer erst ohne Medikamente probieren. Wenn du aber meinst, und wie am Anfang dieses Videos schon gesagt, die Toleranz, das noch alles nochmal durchzumachen und auch die Kraft zu meinen, bei mir hilft nichts und ich will ja doch irgendwie, dass es mir wieder gut geht und ich wäre auch dazu bereit, ein Medikament zu nehmen. Und du meinst, dass die vorherigen dies oder jenes bei dir an Nebenwirkungen gemacht haben, spreche ihn einmal darauf an. Und wenn dich interessiert, wie Escitalopram bei dir wirken könnte, verlinke ich dir das hier einmal auf der Endcard. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Dein Juan, Namaste.